Willkommen bei Taketina. Hier geht es um Rhythmus in seiner gesamten Bandbreite. Und es geht um die Beantwortung essentieller Fragen. Weshalb gibt es seit Urzeiten Rhythmusrituale? Kann Rhythmus Entwicklung anstoßen? Und was bedeutet überhaupt menschliche Entwicklung? Das sind die Fragen, denen ich gemeinsam mit dir heute auf den Grund gehen möchte. Taketina. Der Schlüssel zum Rhythmus deines Lebens. Ein Podcast mit Reinhard Flatteschler. Willkommen bei der ersten Episode des Taketina Podcasts. Hier kannst du ab sofort Inspirationen, Informationen und praktische Anleitungen zu all den Themen finden, die Menschen bewegen. Lernen, Leben, Gemeinschaft, Intuition und Kreativität. In dieser Episode geht es um die Rolle von Rhythmus in der menschlichen Entwicklung. Entwicklung braucht eine Vision, Mut und einen Prozess. Lass deine Träume so groß wie möglich sein. Schließe nichts aus. Lasse alles zu. Nur so kannst du den Radius der Möglichkeiten so groß spannen, dass eine Vision entstehen kann. In dir, wie in allen anderen Menschen, leben zwei Rudel von Wölfen. Mutwölfe und Angstwölfe. Und klarerweise werden die immer öfters kommen, die du am meisten fütterst. Der Prozess ist schließlich das, was die Entwicklung auslöst. Und den musst du selbst finden. Denn im heutigen Schulsystem lernst du schlauer zu werden, du bekommst viele Informationen und vorgefasste Meinungen, aber Fähigkeiten wie Selbstachtung, Kommunikation, Intuition stehen auf keinem Lehrplan. Dafür braucht es andere Wege. Rhythmus ist einer von ihnen. Und es ist ein besonderer Weg, denn alles ist Rhythmus und Rhythmus ist überall. Den Rhythmus in dir zu erwecken bedeutet, Lebenskraft zu erwecken. Innere Entwicklung müsste eigentlich ganz viele Menschen interessieren. Warum aber gehen wir lieber Kompromisse ein, statt nach Freiheit und Entwicklung zu streben? Kompromisse vermitteln das Gefühl von Sicherheit, auch wenn diese nicht wirklich da ist. Und sie schafft Akzeptanz bei Menschen, deren Leben gleichfalls auf Kompromissen beruht. Einen Kompromiss einzugehen, ist an sich kein Fehler. Aber wenn mehr und mehr Kompromisse dein Leben bestimmen, dann werden sie zum Würgegriff, der nach und nach den Willen zur Entwicklung auslöscht. Statt deinem Rhythmus zu folgen, ist dein Leben getaktet und die Resilienz für die ständig präsente Informationsflut geht verloren. Der Geist wird immer voller. Wie war doch die Geschichte des Zen-Meisters, der seinem Schüler Tee eingoss und immer weiter goss, obwohl die Schale bereits am Überlaufen war? Die Schale ist voll, rief der Schüler. Genau wie dein Geist, antwortete der Meister. Leere ist, wo die Fülle des Lebens zu Hause ist, und Rhythmus kann dich dorthin führen. Auch wenn du deine Entwicklung auf Eis gelegt hast, gibt es in deinem Innersten immer noch die Sehnsucht danach. Es lebt die Hoffnung, dass alle diese tiefsten Wünsche sich doch noch realisieren in deinem Leben. Doch mit der Hoffnung verschiebt sich nun alles in die Zukunft, in die nächste Beziehung, auf den nächsten Urlaub,
in die Pension. Genau hier liegt das Kernproblem, aber zugleich auch dessen Lösung. Alles Wesentliche im Leben, die Ekstase der Liebe, den kreativen Gedanken für ein Projekt, die tiefe Stille, kannst du nur im Hier und Jetzt erleben. Und damit kommen wir zur Rhythmus. Rhythmus ist Polarität in Bewegung. Und wenn du eins mit Rhythmus wirst, kannst du über die Gegensätzlichkeit der Polarität hinausgehen. Zwischen Vergangenheit und Zukunft liegt hier und jetzt. Und die Selbstvergessenheit, die du im Rhythmus erleben kannst, kann dich wie von selbst auf diesen Platz führen. Plötzlich atmest du tief durch, spürst Raum und erlebst tiefe innere Stille. Entwicklung bedeutet Reibung, vor allem mit dem Ich, das alles kontrollieren und bestimmen möchte. Das Ich möchte seinen Willen durchsetzen. Das Es hingegen entzieht sich dem willentlichen Zugriff. Ich trommle, aber es ruft. Das eine kann ich machen, das andere muss ich geschehen lassen. Ich schwimme, aber es trägt. Und erst wenn ich die tragende Qualität des Wassers erlebt habe, kann ich schwimmen. Ich schlage einen Gong an und es tönt. Dass es seit Urzeiten Rhythmusrituale in allen Kulturkreisen gibt, hat genau dort seine Wurzeln. Rhythmus ist soziales Lernen, inneres Erleben, aber auch die Erinnerung, dass das Ich im größeren Raum des Es aufgehoben ist. Es ist das Erleben, dass in diesem größeren Raum die vielen unterschiedlichen Ichs miteinander tanzen und zusammenwirken können. Diese Grundlage hat auch die Taketina-Rhythmuserfahrung, die ich dir in der nächsten Episode vorstellen werde. Mit Stimme, Klatschen und Schritten wirst du in 3 unterschiedliche Rhythmen geführt und damit gehst du über die Gegensätzlichkeit der Polarität. Es und Ich kommen in Balance. Ich freue mich, wenn dich die Reflexionen dieser Episode zum Nachdenken anregen. Wenn du Fragen hast oder eigene Erkenntnisse findest, poste sie in den Kommentaren. In der kommenden Episode lade ich dich hinter die Kulissen der Taketina-Rhythmuserfahrung ein. Ich freue mich drauf, wünsche dir eine schöne Zeit und vergiss nicht, keep on grooving.